Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir kommen genau richtig, denn in 6 Sekunden muss ich mein Katapult neu aufladen. Und das werden wir auch zusammen jetzt gleich hier in diesem Video machen. Aber das soll auch nicht alles sein, denn ich habe natürlich auch mal wieder einen Code für euch in Anlass des World Bosses. Und zwar lautet dieser Dorza-W-Boss, ja, World Boss, also W-Boss Q4. Sehr einfallsreich auf jeden Fall. Er gibt euch 50 Katalysatoren und 20 Lucky Coins. Ja, und ihr könnt den auf jeder Stufe quasi einlösen. Viel Spaß dabei. Das Ganze macht ihr über den Pilzhändler. Und wenn ihr hier runter geht, bei Pilze, könnt ihr hier den Coupon einlösen und da könnt ihr ihn reintun. Genau. Bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, werde ich jetzt erstmal das Katapult aufladen, denn das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir machen müssen hier, um weiterhin auch guten Schaden zu dealen. Wir befinden uns auf der untersten Ebene, dementsprechend werde ich mir auch diese Katalysatoren, die Upgrades holen. Ja? Ich werde mir allerdings nicht diese 3070 Items holen, weil ja, ich nicht alle paar Minuten, Stunden mein Katapult switchen möchte. Das ist mir ein bisschen zu krass. Deswegen nehme ich die untersten Ebenen, aber halt eben nicht 70, 30, sondern halt eben für 100%. Ja? Deswegen, das werde ich so machen. Das ist ein bisschen eine gechilltere Taktik auf jeden Fall. Und da dealt man halt dann eben einfach die ganze Zeit Damage. Schadensbonus, okay, wirkt auf der obersten Ebene. Gut, wir können auch auf die oberste switchen. Ich weiß bloß nicht, wer auf der obersten alles so ist. Ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal hier, weil ich glaube, wir haben hier ganz gut Potenzial. Ich kann euch gleich noch die Statistik zeigen. Ich habe nämlich ganz gute Truhen abgeräumt auf jeden Fall. Ja, kritische Trefferchance, das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das gilt für immer und für alle Ebenen. Ja, deswegen vielleicht switchen wir auch. Wir gucken mal, was wir noch so kriegen. Aber wir gucken mal, dass wir vielleicht auf der untersten bleiben. So, was haben wir noch? Okay, dann kaufen wir das Gewinde. Mittel, oben, wollen wir nicht haben. So, oben. Okay, es sieht so aus, als ob wir wirklich nach oben gehen sollen hier. Also, keine Ahnung, ja, also, ey, wir nehmen dann das, was wir kriegen können, dann müssen wir halt switchen, so, ne? Aber eigentlich wollte ich schon ganz gern hier unten bleiben, muss ich tatsächlich sagen. Wir riskieren mal noch. Wir riskieren mal, aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Okay, gut. Jetzt nehme ich es an. Jetzt switchen wir nach oben. Ja, denn das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Okay. Jetzt haben wir oben aber über 70 und hier haben wir unten unter 30. Gut, brauchen wir beides nicht. Kritische Trefferchance. Wirkt unten, ja, jetzt haben wir natürlich unten auch hier. Gut, das brauchen wir jetzt dann dementsprechend nicht mehr, weil wir das schon für oben haben. Nehmen wir das mit. Jetzt wirkt auf der obersten Turmebene kritische Trefferchance und hier haben wir den kritischen Schadensbonus. Gut, das ist perfekte Kombo. Ja, für oben allerdings, wir switchen mal die Lane, also Ebene. So, und jetzt heißt es einfach, ja, stumpf kaufen. Ja, man kann natürlich auch die Pakete nutzen. Da hat man relativ viele Katalysatoren und kann diese dann nutzen, um halt eben seine Ressourcen hier auch zu verwenden, beziehungsweise nicht ganz so viele Pilze zu bezahlen. Ne? Das Katapult hält ja jetzt auch insgesamt 10 Stunden. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein kleiner Vorteil auf jeden Fall. Sollte jetzt auch erstmal halten, bis ich wieder aufgestanden bin, weil wir haben es jetzt gerade 2 Uhr, kurz nach 2. Ja, so, wir befinden uns oben und jetzt gucken wir mal kurz. Ich habe hier noch bisher keine Kriegsbeute angenommen, das werden wir jetzt auch im Video gleich tun. Ja, aber vorher gucken wir mal uns die Bossprämien an und da seht ihr schon, wir haben hier bei Einzeltreffer unten, ja, haben wir hier Dorze am Start. Hier oben haben wir jetzt die meisten Spezialangriffe, meiste Schaden insgesamt. Botza ist hier, Seth, Ragnar, okay. Hier unten haben wir ja auch ein paar krasse, ich weiß gar nicht, für Umbums. Ach, Umbums ist auch auf der untersten Ebene. Okay, dann ist es gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt nach oben switchen. Hier haben wir auch Teufli und BMW auch am Start. Ich glaube, hier könnten wir ganz gut Schaden gewährleisten. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, ansonsten seht ihr schon hier Einzeltreffer unten. Wir haben uns ein paar Truhen hier auf jeden Fall gönnen können. Ja,
Und das ist natürlich ganz cool. International sind natürlich nur bisher wir hier am Start, F9, weil das ja der einzige Server ist. Kampflog, seht ihr schon, Teilnahmetouren habe ich 6 Stück. Dann Killklaue habe ich leider noch kein einziges Mal bekommen können. Dann haben wir Schadensmeister, ausschließlich die Top-Helden, die den meisten Schaden am Worldboss auf einer Turmebene gemacht haben, erhalten diese Truhe, haben wir 3-mal bekommen. Ja, und Einzeltreffer, vorbehalten für Helden, der mit einem einzigen Angriff den meisten Schaden am Worldboss auf der Turmebene ja, ausgeteilt hat, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wir haben ja hier beim Worldboss 30 zum Beispiel Einzeltreffer, haben wir hier ganz oben, hier auch, aber wir sind leider nicht bei der Einzeltreffer-Truhe hier einmal dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob das schon, es kann sein, dass das nach 2 war, haben wir das gestern bekommen, doch 15, Worldboss 15 müssen wir gestern schon gehabt haben. Ja, also Einzeltreffer-Truhe habe ich jetzt hier bisher komischerweise keine bekommen, obwohl ich hier ein paar Mal bei den Boss-Prämien mit dabei gewesen bin. Wie gesagt, hier oben die 2 kann sein, dass es nach 2 Uhr war, aber gestern zumindest, also 3 haben wir bestimmt geschafft gestern. Ja, will ich jetzt fast mal so meinen. Genau, so sieht das Ganze aus hier bei mir jetzt gerade. Ja, hier ist es auch sehr schön übersichtlich, jetzt muss ich echt sagen. Also hier haben wir dann erstmal einmal die Belohnung, ne? Dann haben wir den verursachten Schaden hier, verdiente Kriegsbeute. So, das ist jetzt bei mir wirklich echt nicht viel, muss man dazu sagen, weil ich halt einfach, ja, jetzt keinen krassen Bild am Start habe, hier mit 70, 30 und so, ne? Ich versuche halt wirklich über den Tag einfach hier meine Boni zu haben, hier auf der einzelnen Ebene, oben, ne, kritischer Schadensbonus oben und kritische Trefferchance oben, dann sind wir trotzdem noch gut am Start, weil wir uns auf eine Ebene fokussieren, würde ich auch empfehlen, aber das gilt halt eben für 100%. Ja? Für die Tryharder, die halt eben die ersten 70 und die letzten 30% jeweils ihr Katapult abreißen und nochmal neu aufreißen, denen sei das dann auch gegönnt, dass die halt deutlich mehr Schaden machen, ne? Beziehungsweise dann halt eben auch mehr Kriegsbeute generieren, das ist natürlich ganz klar. Allerdings ja, ist mir das erstens zu teuer und zweitens auch viel zu zeitaufwendig. Da habe ich leider gar nicht die Zeit dafür, gerade aktuell, das zu machen. Aber dementsprechend, ja, lohnt sich das natürlich dann auch. Wir sind jetzt gerade natürlich relativ weit unten im Ranking und holen uns jetzt aber ein paar Punkte rein hier durch die Kriegsbeute und schauen mal, was uns das gegeben hat. Ich habe den kompletten ersten Tag nicht abgeholt und mal schauen, was uns das hier so an Rewards ja, einbringt. Ja, wir haben hier verdiente Truhen, 3734, wir haben hier 834 Millionen Gold, 86.000 Kristalle, 64.000 Metalle, 400 Katalysatoren, was natürlich auch sehr cool ist, weil das hilft uns natürlich auch dabei, das Katapult ein bisschen kostengünstiger wieder aufzubauen. Und dann haben wir knapp 16.000 von den, ja, wie heißen die nochmal? Höllenmarken, Medaillen wollte ich, Höllenmarken. Das sind wir im falschen Feature hier, von den Medaillen, ja. Holen wir uns ab, das ist natürlich gutes Gold und damit sind wir auf Platz 2. Ne? Wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, müssten wir jetzt auf Platz 2 sein, weil wir haben fast 16.000 bekommen. Nur Umbums ist stärker, ja. GG's auf jeden Fall an der Stelle. Sehr gute Leistung. Allerdings, ja, wie gesagt, für mich persönlich muss ich wirklich sagen, das ist mir wirklich ein bisschen zu krass. Zumindest zum Anfang. Zum Ende des World Bosses werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr tryharden, dass wir vielleicht 70, 30 und sowas machen, wenn ich die Zeit habe. Allerdings, ja, ich weiß gar nicht, ob das was wird bis zum Ende des World Bosses, weil die meiste Zeit bin ich leider nicht daheim. 2 Tage, 21 Stunden läuft das. Ja, insgesamt 3 Tage oder so, oder was das jetzt ist der World Boss hier aktiv, deswegen, ja, oder 4 Tage. Ist das echt nicht, ist echt nicht viel dran. Und wir können uns ja nochmal die Belohnung anschauen hier. Ja, vorher waren wir jetzt hier, glaube ich, hier unten auf der 25. Allerdings jetzt sind wir natürlich hier relativ weit oben von den Belohnungen her. Und jetzt sieht man hier schon, dass wir hier zum Ende des World Bosses wirklich gute Ressourcen kriegen. Also das ist wirklich, muss ich sagen, ist nice am World Boss, auch wenn den einen oder anderen das Feature so an sich nicht so gefällt. Die Rewards, die man hier bekommt durch den World Boss für die paar Tage, ist wirklich
nicht schlecht. Also muss man wirklich sagen, ja, wir haben hier jetzt am ersten Tag alleine durch die Kriegsbeute 1 Milliarde Gold gemacht, ja. Dann haben wir durch die verschiedenen Truhen hier auch noch dann Gold generieren können und ressourcentechnisch sind wir auch echt gut am Start und das war Tag 1. Das war alleine Tag 1, ja. Dann haben wir noch weitere 3 Tage, sag ich mal, hier vor uns und genau, jetzt hat das hier aktualisiert, jetzt sind wir auf Platz 2. Ja, also jetzt haben wir hier noch weitere Tage vor uns und das ist natürlich ganz nice, weil ja, wir natürlich auch noch die Endbelohnung hier bekommen, beziehungsweise nicht diese Endbelohnung, sondern hier die Gesamtbelohnung auch nochmal. Also hier kriegen wir auch nochmal 2 Milliarden Gold on top zu dem, was wir hier an Belohnung schon bekommen haben. Also goldtechnisch kann man sich da echt nicht beschweren. Das ist wirklich ziemlich nice. Ja, und deswegen, genau. So, was wir jetzt gleich machen werden, ist in den nächsten paar Minuten werden wir mal noch die Lanes switchen, weil das habe ich am ersten Tag tatsächlich nicht wirklich verfolgt und das kommt mir jetzt auch teuer zu stehen, weil, wie gesagt, ich um 16 Uhr leider auch keine Zeit hatte, beziehungsweise bis abends dann auch nicht wirklich, und zwar die Lanes switchen für einen Angriff jeweils, um halt eben die Teilnehmertruhen auch zu bekommen. Wir hätten jetzt schon 18 Teilnehmertruhen bekommen können, hätten wir jetzt von jedem World Boss, jede Ebene, hätten wir da einmal angegriffen, so. Weil es sind ja 3 Ebenen, wenn man hier einen Angriff auf einer anderen Ebene startet, dann haben wir hier an dem Teil, also haben wir halt hier auch teilgenommen an der anderen Ebene, bekommen dann halt eben dementsprechend noch die Teilnehmertruhe, sodass man pro World Boss bis zu 3 Teilnehmertruhen bekommen kann. Ja, und ich bin immer nur auf einer Lane bisher verweilt und deswegen habe ich jetzt halt eben 6-mal auf einer Lane teilgenommen. Hätte ich halt mal 3 nehmen können und deswegen auch mein Reward hier noch deutlich besser nach oben schrauben können, aber wie gesagt, man hat halt eben nicht immer Zeit. Das ist halt das Ding beim World Boss, obwohl das so ein Feature ist, was wirklich so nebenbei laufen soll, ja, kann man das trotzdem immer noch sehr gut optimieren, wenn man halt eben von diesen Teilnehmertruhen, wenn man die halt optimieren möchte. Zum Anfang ist es wirklich sehr zeitintensiv, weil der World Boss halt auch schnell down geht und die Ebenen sehr schnell an HP verlieren, muss man halt quasi im Prinzip die ganze Zeit am Ball bleiben, so, ne? Aber das ist halt eben relativ schwer zu managen, weil ihr seht ja, wir haben hier wirklich schon ein paar World Bosse hier besiegen können. Dementsprechend, genau, musst du halt eben pro World Boss dich 3-mal am Tag einloggen und ja, dann hätten wir uns hier schon, keine Ahnung, hätten wir uns hier schon 3-mal 6, 9, 12, 15, 16, 18, ja, also viel zu viel. Viel zu viel. Wenn man da nicht zu Hause gerade zufällig am PC ist, dann schafft man das unterwegs halt eben nicht. Aber das wird halt jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen chilliger werden, weil die Ebenen jetzt natürlich mehr Lebensenergie haben hier und dementsprechend halt auch ein wenig länger dauern. Ansonsten muss ich sagen, ist sehr schön hier zu sehen. Ist ein bisschen übersichtlicher alles geworden hier. Ja, muss man wirklich sagen, ist ganz nice. Wir haben hier, um die 700 Helden, die sich hier circa auf den Ebenen verteilen, hier auf den 3, also die sich hier gemeldet haben. Ja, und deswegen, genau, ist das so jetzt gerade der aktuelle Stand der Dinge. Ja, das soll es aber erstmal soweit von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch viel Spaß beim Code und natürlich auch viel Spaß beim World Boss und viel Erfolg natürlich auch. Bis dahin alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.